Die Kampfkraft von Hitlers Wehrmacht wird wohl für alle Zeiten mit einem Fahrzeug in Verbindung gebracht: dem Panzerkampfwagen 6. In einer von Angst bestimmten Welt auch als Tiger bekannt. Mehr als ein halbes Jahrhundert später hat er nichts von seiner Ausstrahlung verloren, wenn man ihn in diesem Kriegsmuseum in Bovington in Dorset, England, ausgestellt sieht. Aber es fällt nicht schwer, die Zeit zurückzustellen, um auf die Einsätze dieses schrecklichen Instrumentes der Zerstörung zurückzublicken. Von einem mit 2 Mann besetzten, leicht bewaffneten Fahrzeug bis zu einer hochgerüsteten, in Divisionen agierenden Kampfmaschine war sie das Werk eines Mannes, der die Welt in einen totalen Krieg führen sollte: Adolf Hitler. Es war Hitler, der die Entwicklung der Panzer der deutschen Wehrmacht vorantrieb. Um seine Popularität in Deutschland zu erhöhen, begann er 1935, die Verträge von Versailles zu missachten und das Land gegen den Willen der anderen Länder wieder zu bewaffnen. Hitler gründete nicht nur die Panzereinheiten, er ließ auch die Luftwaffe neu entstehen. Hitler nahm mit der kompromisslosen Aufrüstung ein enormes Risiko auf sich. Nach den Statuten der Versailler Verträge wäre es den Briten und Franzosen möglich gewesen, sofort mit kriegerischen Handlungen gegen Deutschland zu beginnen. Im Jahre 1935 war Deutschland nicht in der Lage, Gegenwehr zu leisten. Aber Hitler war ein Spieler und täuschte eine Militärstärke vor, die in Wahrheit so nicht existierte. Auf diese Weise wollte er sich Zeit verschaffen, die von seinen Generälen zum Aufbau einer wirklich starken Armee genutzt wurde. Alles für den Tag, an dem der Krieg zurückkehren sollte. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden einige Tricks angewandt, um die ausländischen Beobachter zu beeindrucken. So wurden die führenden Panzer der Parade durch geheime Straßen geführt, um sich wieder an das Ende der nachfolgenden Fahrzeuge zu hängen, um die Anzahl zu verdoppeln. Am 1. September 1939 marschierte Hitlers Armee in Polen ein und konnte das Land in kürzester Zeit zur Kapitulation zwingen. Die Rote Armee nahm später den Osten Polens ein. Die nächste Schlacht war mehr als ein Wagnis. Hitler plante die Invasion Frankreichs und seine Generäle waren mehr als nervös. Sie wussten genau, dass sich der schnelle Sieg über Polen nicht so einfach wiederholen ließ. Ein Blick auf die Wehrmacht im Jahre 1939 zeigt eine gepanzerte Macht. Aber in der Realität sah es anders aus. In diesem Jahr wurden noch immer Kavallerieverbände zusammengestellt. Die meisten Teile der Armee waren noch nicht einmal motorisiert und die meiste Ausrüstung wurde von Pferden gezogen. Natürlich wurden die Wochenschauen von den modernen Kriegsgeräten dominiert, um die Bevölkerung zu begeistern. Und so ist Filmmaterial von Pferdewagen und zu Fuß marschierenden Soldaten eher selten zu finden. Aber sie waren der Hauptanteil der deutschen Armee. Und sie zogen genauso in die Schlacht, wie es ihre Großväter getan hatten.
Wenn sich die deutsche Armee in Frankreich durchsetzen sollte, musste sie es mit 4.000 französischen und mit 500 britischen Panzern aufnehmen. Es war nicht nur die zahlenmäßige Unterlegenheit der deutschen Panzer, es war auch die limitierte Einsatzfähigkeit. Der hier ausgestellte Panzer I ist klein und leicht bewaffnet. Diese für die Front gebauten Fahrzeuge konnten nur 2 Personen mitführen. Sie waren nur mit 2 Maschinengewehren ausgerüstet. Nach dem Polenfeldzug wurden mangels Alternative noch 520 dieser Fahrzeuge für den kommenden Einmarsch in Frankreich eingesetzt. Dieses war ein Fahrzeug für 3-Mann-Besatzung und es hatte den Vorteil eines 38 mm Geschützes. Der Anteil dieses Panzers in der deutschen Armee betrug im Jahr 1940 40%. Hunderte dieser Maschinen wurden für die Besetzung Frankreichs hergestellt. Im Vergleich zu den Standards der späteren Kriegsjahre hatte er ein vergleichsweise kleines Geschütz, aber im Jahre 1940 war es mehr als ausreichend. Der einzige Nachteil des Panzers III war, dass er nur in kleinen Stückzahlen zur Verfügung stand. Es waren nur 349 für den Frankreich-Feldzug zur Verfügung. Die große militärische Herausforderung bestand im Zusammentreffen und der Verteidigung gegen etwa 4.500 alliierte Panzer. Darunter waren der exzellente Char B und die britische Matilda, wie hier in Bovington ausgestellt. Beide Panzer waren jedem deutschen Panzer überlegen. Aber wie die Geschichtsbücher berichten, Hitler feierte den Triumph über Frankreich so, wie er ihn über Polen feierte. Und das hatte Gründe. Es existierte eine schlechte englisch- und französische Taktik. Die französischen Panzer operierten nur einzeln, während die Deutschen in gut geführten Verbänden auftraten. Es waren diese neuen Panzerdivisionen, die der Wehrmacht diese Kraft verliehen. Diese Divisionen konnten zu einem Panzerkorps zusammengeführt werden, um eine massive Schlagkraft zu erreichen. Als Hitler im Sommer 1942 die Eroberung von Russland anordnete, vertraute man auf die Schlagkraft der Panzerverbände und war sich des Sieges sicher. Die deutschen Panzer bekamen kaum Gegenwehr. Und wenn es doch geschah, waren es desolate und veraltete Waffensysteme, mit denen die Panzer III und Panzer IV kaum Probleme hatten. Die Wehrmacht war sich nicht bewusst, dass eine Überraschung auf sie warten sollte. Einige Wochen nach Beginn des Feldzuges sollten die Deutschen auf 2 neue Typen von russischen Panzern stoßen, die den Verlauf des Krieges ändern sollten. Sie waren prädestiniert für die extremen russischen Wetterbedingungen und die Ketten fühlten sich auf trockenem Untergrund, im Matsch und im Schnee gleichermaßen zu Hause.
Er war der erste Panzer, der Feuerkraft, Panzerungsschutz und Beweglichkeit in hohem Maße miteinander verband. Aber auch seine Zuverlässigkeit trug dazu bei, dass er zunächst jedem deutschen Panzer in der gleichen Gewichtsklasse überlegen war. Er wurde für die Massenherstellung entwickelt. Die groben Schweißnähte sind gut zu erkennen. Er war keine Schönheit, aber er war robust. Es wurden ca. 90.000 Exemplare gebaut. Obwohl die Deutschen bessere Panzer produzieren konnten, waren sie nicht in der Lage, gegen die schiere Menge von produzierten T-34 anzukommen. Er war also keine technische Meisterleistung, aber für die Anforderungen mehr als ausreichend und in der Lage, den Verlauf des Krieges zu verändern. Mit seinem 76 mm Geschütz war er in der Lage, jeden deutschen Panzer aus fast jeder Position zu vernichten. Es war eigentlich schon zu spät, als die Deutschen die dringende Anfrage nach neuen Panzern stellten. Sie sollten moderner ausgerüstet und besser bewaffnet sein. Ein neuer, schwerer Panzer wurde dringend gebraucht. Aber man sollte über ein Jahr darauf warten. Aus den Erfahrungen vom Frankreich-Feldzug war die Bewaffnung eines Panzers mindestens ein 75 mm Geschütz, wie man es hier in Bovington sehen kann. Dieses kurze Geschütz ließen dem Panzer eine gute Manövrierfähigkeit, doch gegenüber einem größeren Geschütz war man doch im Nachteil. Während Deutschland sich mit der Produktion neuer und schwererer Panzer mühte, wurden die Mark IV-Fahrzeuge in aller Eile umgerüstet. Mit einem langen 75 mm Geschütz und einem extra Schutzschild gegen die Angriffe russischer Panzer versuchte man mit Bildern wie diesen die Moral in der Truppe und in der Bevölkerung hochzuhalten. Dabei waren die Deutschen von der ständig wachsenden Anzahl russischer Panzer in großer Bedrängnis. Nur das tödliche 88 mm Panzerabwehrgeschütz konnte etwas gegen die russische Übermacht bewirken. Was die Deutschen brauchten, war ein Panzer, der groß genug war, um ein solches Geschütz einzubauen. Die Erfahrungen des Panzerasses Hermann Bix waren typisch für die desperate Situation, in der sich die deutschen Panzerkommandanten von 1942 an befanden. Bix musste mit ansehen, wie Dutzende seiner Panzer vernichtet wurden. Manche mit vielen Einschüssen, manche nur mit einem einzigen Schuss von einem zu dieser Zeit übermächtigen Feind. Männer wie Bix gehörten einer neuen Generation von Panzerkommandanten an, die unglaubliche Siege erringen konnten, wenn sie das richtige Fahrzeug zur Verfügung hätten. Rudolf von Ribbentrop, Sohn des deutschen Außenministers, war ein weiterer gefeierter Panzerkommandant dieser schwierigen Zeit. Die Wege für den Nachschub wurden immer länger und die Tausende von Kilometern, die diese Fahrzeuge zurücklegen mussten, forderten die Belastbarkeit des Materials heraus. Die Wetterkonditionen veränderten sich von Staub zu Matsch und Schnee und machten den Motoren zu schaffen. Es war einfach nicht genug Zeit für Wartung und Reparatur.
Abgesehen von ihrer robusten Erscheinung sind Panzer anfällige Maschinen. Sie sind nicht gebaut, um lange Strecken auf ihren Ketten zurückzulegen. Sie brauchen konstante Aufmerksamkeit und ständige Wartung. 1942 war die Ersatzteillieferung auf ein Minimum zusammengeschrumpft. Durch den Staub im Sommer waren die Luftfilter der Panzer verstopft, was zu einem überhöhten Ölbedarf und damit zu einem enormen Treibstoffverbrauch führt. Die deutschen Linien erstreckten sich mehr als 3000 Kilometer entfernt von Berlin und jedes einzelne Ersatzteil musste an die Front transportiert werden. Und das über ein limitiertes Eisenbahnnetz und gut sichtbar für russische Partisanen. Und die Anzahl der russischen Panzer T-34 wuchs ständig an. Im November 1942 brach der deutsche Sturm zusammen. Die Tiger waren in separaten schweren Panzerbataillonen aufgeteilt. Das Ziel war, die Gegenwehr des Feindes zu brechen und mit konzentrierter Feuerkraft zu operieren. Der Tiger musste sehr lange Strecken zurücklegen, speziell bei Nacht. Dafür musste man auf Windrichtungen achten und wissen, wo die Versorgung mit Ersatzteilen gewährleistet ist. Die exzellente Kombination eines 88 mm Geschützes und starker Panzerung, gepaart mit angemessener Beweglichkeit, machte den Tiger zur stärksten Waffe der Wehrmacht. Der Tiger war eine präzise und kraftvolle Waffe. Seine Stärke lag in konzentrierten und rücksichtslosen Attacken. Dieser deutsche Panzer wurde in dem Mittelpunkt der Schlacht gebraucht, wo seine Präsenz Entscheidungen treffen konnte. Alle anderen Waffen richteten sich nach dieser Taktik. Aus Erfahrung wusste man, wie man am effektivsten in ein Gefecht geht. Man beschäftigt den Feind mit Feuer von leichteren Panzern, während der Tiger die Angriffe flankiert und seine Vormachtstellung bei der Feuerkraft ausspielt und die Schwachstellen der Gegner trifft. Für Kampfhandlungen in Wohngebieten war der Tiger nicht geeignet. Aufgrund seiner Größe kam er für den Haus-zu-Haus-Kampf nicht in Frage. Auch das lange Geschütz barg die Gefahr, dass sich der Panzer festfährt. Obwohl nur 80 Tiger bis Ende Januar 1943 ausgeliefert wurden, ging die Technik auf, denn sie erreichten über 400 Volltreffer. Die Alliierten wurden nervös. Bis dahin wurde kein einziger Tiger erbeutet. In Tunesien wurde diese Maschine abgeschossen und erbeutet. Nun steht sie im Panzermuseum in Bovington. Im Jahr 1943 wurde dieses Objekt der Begierde von keinem Geringeren als Winston Churchill und König Georg VI. Inspiziert. Der Panzer war das Objekt einer frühen Armeestudie, die einige bemerkenswerte Schlussfolgerungen zuließ.
Jeder Millimeter des Panzers wurde von einem Expertenteam unter die Lupe genommen. Ein Experte kam zu folgendem Resümee. Dieser Panzer hat eine höhere Feuerrate als unsere eigene. 5-mal wurde auf ein sich mit 15 Meilen pro Stunde bewegendes Ziel geschossen, welches 1370 Meter entfernt war. 3-mal wurde getroffen. Bei einem weiteren Versuch wurde ein Ziel in 1600 Meter Entfernung getroffen. Die Studie belegte, dass das Design wohl überlegt war. Alles in allem war der Panzer eine respektable Kampfmaschine und ihren Feinden weit überlegen. Und das wurde nicht unterschätzt. Aber es gab noch mehr schlechte Nachrichten für die Alliierten. Parallel zum Tiger hatte die deutsche Rüstungsindustrie noch einen mittleren Panzer in der Klasse des T-34 entwickelt. Dieser Panzer hatte die gleiche Schutzschicht, breite Ketten und sogar ein ähnliches 75 mm Geschütz. Als das Fahrzeug seine Vorserienprobleme auskuriert hatte, wurde es zum besten Panzer des Krieges. Es war ein viel besseres Fahrzeug als der T-34, aber das Problem der Wartung blieb erhalten. Der Panzer war nie in den Stückzahlen lieferbar, die der Krieg im Osten benötigte. Obwohl 6000 Stück gebaut wurden, waren es nicht genug, weil die Anzahl der hergestellten die Anzahl der zerstörten nicht überschritt. Es wurde festgestellt, dass vom Mai 1944 bis zum Ende des Krieges nur 400 Panzer in der gesamten deutschen Armee zur Verfügung standen. Mit dem Wissen um diese Tatsache wäre es nötig gewesen, 10 russische Panzer zu zerstören, um den Verlust eines eigenen Panzers zu kompensieren. In Wirklichkeit war das Verhältnis nur 4:1, welches aber trotzdem für den Tiger sprach. Auch an der Westfront, wo die alliierten Panzer die gleiche zahlenmäßige Überzahl erreichten, war das Verhältnis 1 deutscher Panzer gegen 3 alliierte Panzer. Es war interessant, dass nur eine kleine Anzahl des deutschen Tiger von alliierten Panzern zerstört wurden. Die meisten fielen Angriffen aus der Luft zum Opfer oder sie blieben liegen und wurden von der Besatzung zerstört. Ab 1944 bekamen die deutschen Divisionen die Bombardierungen durch die Alliierten noch deutlicher zu spüren. Die Treibstoffverknappung zerstörte die Panzer genauso wie die alliierte Armee. Bevor sie verschwanden, kämpfte die kleine Gruppe der Tiger heldenhaft. Ein Mann wird wohl für immer mit den Tigern in Verbindung gebracht. Es war Michael Wittmann von der 1. SS-Panzerdivision. Wittmann war für eine große Anzahl zerstörter angloamerikanischer Panzer verantwortlich. Bis zum Juni 1944
löschten Wittmann und seine Mannschaft mehr als 130 russische Panzer aus, bevor sie zur Westfront kommandiert wurden. Dort fand eine der berühmtesten Panzerschlachten des Krieges statt. Während dieser Kämpfe griff Wittmann am 13. Juni 1944 mit seinem Panzer in Villers-Bocage allein eine Panzerkompanie der berühmten britischen Desert Rats an, die aus einem Waldstück kamen. Wittmann entdeckte diese Panzergruppe während einer Einzelaufklärung. Unter seiner Führung gelang es, innerhalb von wenigen Minuten und mit Hilfe des herbeieilenden Zugführers Stamm mit mehreren Panzern 25 Panzer der britischen Panzerdivision zu zerstören. Im Jahr 1944 wurden in Deutschland etwa 20.000 gepanzerte Fahrzeuge hergestellt, aber die Zahl der Verluste auf den Schlachtfeldern lag bei 23.000 Fahrzeugen. Also verringerte sich im Verlauf des Jahres 1944 die Anzahl der Deutschen. In Falaise wurden die Deutschen von alliierten und polnischen Panzerverbänden eingekesselt. Die Verluste waren so hoch, dass sich die deutsche Armee nicht wieder davon erholte. Nach offiziellen Angaben waren 11 Panzerdivisionen aus dem Kessel entkommen. Allerdings verfügten diese Divisionen zusammen über weniger als 100 Panzer. Zehntausende Soldaten verloren ihre Ausrüstung. Der Kessel von Falaise wird somit auch als ein deutsches Dünkirchen bezeichnet. Die Alliierten erreichten am 25. August Paris und befreiten noch vor Jahresende ganz Frankreich. Die Alliierten besaßen nun die absolute Lufthoheit und die Luftwaffe hatte alle Hände voll zu tun, die flüchtenden Verbände der Deutschen zu verfolgen. Im August 1944 gab es in Frankreich keinen operierenden Tiger mehr. Dieser Umstand ließ die deutsche Führung verzweifelt nach einer Lösung suchen. Man entwickelte die Idee eines Panzers ohne Geschützturm und mit eingeschränkter Flexibilität, aber mit gleicher Feuerkraft. Er war auch leichter und schneller herzustellen. Man konnte 3 Stück für einen herkömmlichen Panzer herstellen. Diese Panzerkiller waren unter dem deutschen Namen Jagdpanzer bekannt. Zu dieser Zeit des Krieges hatte die deutsche Armee fast nur noch Verteidigungsaufgaben, für die der Jagdpanzer perfekt ausgestattet war. Er konnte von festen Positionen aus schießen. Dieser Jagdpanzer steht im Museum. Die Außenwand wurde entfernt, um dem Publikum einen Einblick in das Innere zu gewähren. Ein anderes Fahrzeug, welches auch für den Verteidigungskrieg gebaut wurde, war der Tiger II. Auch er trug das 88 mm Geschütz, welches aus fast jeder Entfernung eine tödliche Waffe war. Aber nur 470 dieser Maschinen wurden jemals gebaut. Niemals genug, um die schwer bewaffnete Welle des Angriffs zurückzuschlagen, die von allen Seiten auf Deutschland zurollte. Aber der Tiger und der Tiger B machten in den letzten Monaten des Krieges noch immer von sich reden. Und so befahl General Eisenhower eine genaue Untersuchung dieses Panzers. Und so kam ein Bericht zustande, der in etwa folgendem Wortlaut entsprach.
Nach meiner Auffassung ist der Tiger unserem Sherman-Panzer in Sachen Manövrierbarkeit weit überlegen. Die höhere Robustheit ist ein weiterer Pluspunkt. Ich habe sie aus bis zu 1400 Metern Panzer abschießen sehen und habe noch nie einen Sherman gesehen, der einen Tiger aus einer Entfernung von über 300 Metern abschießen konnte. Es ist meine Meinung, dass die meisten Tiger infolge von Luftangriffen zerstört wurden, wogegen 80% unserer Panzer durch feindliche Panzer oder Panzerabwehrraketen verloren gegangen sind. Die gepanzerten Oberflächen unserer Fahrzeuge sind um einiges leichter zu zerstören als die der Deutschen. Unsere Geschütze mit 75 und 76 mm haben nicht die Durchschlagskraft der Tiger. Eines Tages traf uns ein Tiger und setzte uns außer Gefecht. 5 unserer Panzer eröffneten das Feuer. Wir konnten sehen, wie unsere Munition einfach von ihm abprallte. Der Tiger drehte ab und verschwand. Ich habe 4 Tiger in etwa 1600 Metern Entfernung gesehen und feuerte auf sie. Ich traf sie an der rechten Seite mit Spezialmunition. Man konnte sehen, wie sie traf und abprallte. Die Russen schienen mehr Glück zu haben und das sogar gegen den Tiger II, wie dieser Report erklärt. Die Deutschen hatten große Hoffnungen in ihren neuen Tiger II gesetzt. Als wir sie mit Panzerabwehrraketen beschossen, drehten sie um und wollten fliehen. Ein T-34 feuerte in die Rückseite des deutschen Panzers und landete einen Volltreffer. Hier schien eine verwundbare Stelle zu sein. Der Tiger B war der größte Panzer in der deutschen Panzerdivision. Seine Ausmaße machten ihm das Fortkommen in engen Straßen sehr schwer und nicht allzu viele Brücken konnten sein enormes Gewicht tragen. Er brauchte auch ungemein viel Kraftstoff, dessen Beschaffung Deutschland nicht mehr leisten konnte. (1945) mit dem Ende des Krieges und der Ära des T-34 wurde klar, es kommt nicht auf die Größe an.